Schafft der VfB Stuttgart im Europa League Achtelfinale einen wichtigen Heimsieg gegen den FC Porto? Denn dieses Hinspiel könnte schon entscheidend sein für den Einzug ins Viertelfinale der Europa League. Gewinnt der VfB jetzt in Stuttgart, hätte man eine richtig starke Ausgangsposition für das Rückspiel nächste Woche in Porto. Doch wie wird VfB-Trainer Sebastian Hoeneß seine Mannschaft gegen Porto aufstellen? Ja, hallo liebe VfB Stuttgart-Fans, jetzt wird's richtig spannend in der Europa League, denn die K.O.-Phase hat begonnen. Der VfB Stuttgart trifft im Achtelfinale auf dem FC Porto, zuerst im Hinspiel in Stuttgart und nächste Woche dann im entscheidenden Rückspiel in Porto. Nach diesen beiden Spielen steht fest, welches Team ins Europapokal League Viertelfinale einzieht. Und genau deshalb könnte dieses Hinspiel schon extrem wichtig werden. Holt sich Stuttgart also den wichtigen Sieg zu Hause gegen Porto? In diesem Video bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um den VfB Stuttgart und den FC Porto, die ihr vor dieser Partie unbedingt wissen müsst. Natürlich gibt es wie immer meine mögliche Stuttgart-Aufstellung von Trainer Sebastian Hoeneß und zum Schluss verrate ich euch noch meine persönliche Europa League Prognose für das Hinspiel zwischen Stuttgart und Porto. Wenn du mehr VfB-Prognosen sehen möchtest, egal ob Bundesliga, DFB-Pokal oder ja Europa League, dann lass gerne einen Daumen hoch da fürs Video, abonniere Werners Fußballecke und ja, aktiviere die Glocke, damit du kein Stuttgart-Video mehr verpasst. Bevor wir gleich ausführlicher über die mögliche VfB-Startelf sprechen, schauen wir uns erst noch ein paar richtig spannende Fakten rund um beide Teams an. Also unbedingt dranbleiben. Denn jetzt schauen wir uns erstmal an, wie der VfB Stuttgart und der FC Porto überhaupt ins Europa League Achtelfinale gekommen sind. Also hier sehen wir alle Ergebnisse vom VfB Stuttgart und vom FC Porto auf dem Weg ins Achtelfinale der Europa League. Übrigens ganz interessant, hier spielt aktuell der Vierte der Bundesliga gegen den Tabellenführer aus Portugal. Also ja, ein echtes Topspiel im Europa League Achtelfinale. Der FC Porto wurde in der Europa League Ligaphase Tabellenfünfter und hat sich damit direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Ja, der VfB Stuttgart hingegen musste den Umweg über die Playoffs gehen und hat sich dort gegen Celtic Glasgow durchgesetzt. Aber jetzt beginnt alles wieder bei Null. Interessant ist hier, beide Teams konnten in der Ligaphase 5 Siege holen. Der VfB Stuttgart hat in den ersten 8 Spielen sogar mehr Tore erzielt als Porto. Und meiner Meinung nach hatte Stuttgart bis jetzt auch die schwierigen Gegner in der Europa League als der FC Porto. Was außerdem auffällt, genau wie der VfB hat auch Porto alle Heimspiele gewonnen. Auswärts allerdings holte Porto in 4 Spielen nur einen einzigen Sieg. Das bedeutet, wenn der VfB konzentriert in dieses Heimspiel geht und vor allem seine Offensivqualitäten ausspielen kann, dann ist ein Sieg in Stuttgart auf jeden Fall möglich. Schauen wir uns jetzt kurz die letzten 5 Ligaspiele vom VfB und vom FC Porto an. Wie schon erwähnt, Porto steht nach dem 25. Spieltag mit 4 Punkten Vorsprung auf Sporting Lissabon auf Platz 1 der portugiesischen Liga. Und man sieht hier ganz klar, beide Teams, sowohl Stuttgart als auch Porto, sind aktuell sehr gut in Form. Gerade wenn man auf die Offensive schaut, ist der VfB Stuttgart im Moment sogar noch erfolgreicher. Und genau diese Stärke muss das Team von Trainer Sebastian Hoeneß jetzt auch gegen Porto zeigen. Denn man darf nicht vergessen, in der heimischen Liga wird der FC Porto defensiv nicht wirklich stark gefordert. In 25 Ligaspielen hat Porto bisher nur 10 Gegentore kassiert. Natürlich ist die Abwehr gut besetzt, aber man muss auch sagen, die Gegner in der Liga sind oft nicht auf demselben Niveau. Und genau das muss der VfB Stuttgart ausnutzen. Mit Spielern wie Dennis Undav, Demirovic oder El Kanouche hat Stuttgart vorne genug Qualität, um diese Defensive zu knacken. Trotzdem gilt natürlich, ein FC Porto darf man niemals unterschätzen. Und wer könnte in diesem Spiel die entscheidenden Tore erzielen? Das schauen wir uns jetzt an
Und danach gibt es natürlich die mögliche VfB-Startelf. Hier sieht man auch sofort, die VfB-Offensive ist aktuell sowohl bei Toren als auch bei Vorlagen erfolgreicher als die von Porto. Ein wichtiger Punkt dabei, der aktuell erfolgreichste Porto-Torschütze Samu Agiova fällt leider, muss man sagen, mit einem Kreuzbandriss aus. Trotzdem sollte man auf einige Spieler besonders achten. Zum Beispiel auf Mittelfeldspieler Viktor Froholt, der zuletzt mit 2 Toren in den letzten 3 Ligaspielen auf sich aufmerksam gemacht hat. Und natürlich auf Offensivspieler Gabri Weiger. Wenn es Stuttgart schafft, diese beiden Spieler weitgehend aus dem Spiel zu nehmen, könnte das schon die halbe Miete für einen VfB-Sieg gegen den FC Porto sein. Ich lehne mich jetzt sogar mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich wette mit euch, Undav und Demirovic treffen beide. Da der beste Stürmer von Porto verletzt ist, spielt aktuell der türkische Nationalspieler Deniz Gül im Sturm. Sein letztes Tor allerdings stammt noch vom 7. Spieltag der Europa League. Also ja, das ist schon eine ganze Weile her. Deshalb gilt für den VfB ganz klar, wenn Stuttgart von der ersten Minute an konzentriert in dieses Europa League Hinspiel geht, kontrolliert nach vorne spielt und seine Torchancen nutzt, dann könnte das am Donnerstag ein richtig schöner Fußballabend für alle VfB-Fans werden. Und jetzt schauen wir uns die mögliche Stuttgart-Aufstellung von Trainer Sebastian Hoeneß an. Mit welcher Startelf könnte der VfB gegen Porto ins Spiel gehen? Und ja, liebe VfB-Fans, das hier wäre meine beste Stuttgart-Aufstellung für das wichtige Heimspiel jetzt gegen den FC Porto. Natürlich im Tor Alexander Nübel. Dazu mit Maximilian Mittelstädt, er will bestimmt auch Nagelsmann zeigen, ich bin der Bessere gegenüber David Raum als Linksverteidiger. Mittelstädt ist schnell und kann mit seinen Flanken immer wieder für Gefahr im Porto Strafraum sorgen. In der Innenverteidigung für mich gesetzt natürlich Jeff Chabot, aber auch Finn Jeltsch. Jeltsch ist schnell, hat ein gutes Stellungsspiel und kann gerade die schnellen Porto-Angreifer wichtige Räume in der Defensive schließen. Gut, da ja leider, muss man sagen, Joshua Wagnumann immer noch angeschlagen ist und man erstmal bis Donnerstag abwarten muss, ob er überhaupt spielen kann, sollte man kein Risiko eingehen und dafür Lorenz Arsenjong auf rechts setzen. Dazu hat man natürlich mit Ramon Hendricks eine weitere Option für die Startelf für die Innenverteidigung bzw. für die zweite Hälfte. Aber das hier wäre für mich die VfB-Abwehr gegen den FC Porto. Gut, im zentralen Mittelfeld bzw. 6er-Position müssen Angelo Stiller und Karasor von Beginn an spielen. Stiller mit seiner super Spielübersicht, dazu aber auch schon mit 5 Torvorlagen in der Bundesliga bzw. 3 Vorlagen in der Europa-Liga bis jetzt. Und klar, Karasor ist extrem zweikampfstark und daher ganz wichtig für die Stabilität des VfB-Mittelfeldes. Auf der linken Offensivseite würde ich natürlich Jamie Leveling bringen. Mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke kann er immer wieder 1 gegen 1 Situationen schaffen, aber auch gewinnen und gefährliche Aktionen einleiten. Und mit 11 Toren bis jetzt kann er auch Spiele selbst entscheiden. Auf der rechten Seite setze ich auf El Kanouche. Er ist natürlich technisch stark, sehr Kreativität und kann mit seinen Pässen immer wieder Lücken in der gegnerischen Defensive finden. Auch er kann wichtige Tore erzielen, wie mit seinen 2 Toren beim 4:1 Sieg bei Celtic Glasgow. Und auf der 10er-Position bzw. als hängende Sturmspitze klar Deniz Undav. Er ist immer einspielbar und kann sowohl Tore vorbereiten, als auch selbst gefährlich vor dem Tor werden. Und ja, mit 19 Toren und starken 12 Torvorlagen ist er der beste deutsche Stürmer. Und ja, Undav muss auf jeden Fall mit zur Fußball-Weltmeisterschaft, ganz klar. Dazu natürlich als Nummer 9 vorne Ermedin Demirovic. Er ist ein sehr kompletter Stürmer, arbeitet viel für die Mannschaft und ist im Strafraum immer brandgefährlich. Fritz Führig würde ich in diesem Spiel eher als Joker bringen.
um in der zweiten Halbzeit mit seiner Dribbelstärke nochmal frischen Wind in die Offensive zu bringen. Und auch Thiago Tomasch könnte später im Spiel noch eine wichtige Rolle spielen, wenn der VfB im Angriff zusätzliche Geschwindigkeit braucht. Ja, kurz zur möglichen VfB-Taktik. Ich erwarte, dass der VfB Stuttgart in diesem Heimspiel viel Ballbesitz haben wird und Porto früh unter Druck setzt. Gerade über die schnellen Außen mit Leveling und El Kanouche sowie mit der Kreativität von Undav zwischen den Linien kann Stuttgart immer wieder brandgefährlich in der Offensive kommen. Wichtig wird vor allem sein, dass der VfB seine Torchancen nutzt und defensiv konzentriert zu Ende spielt. Denn Porto ist ein Team, das auch mit wenigen Chancen sehr effizient sein kann. Ja, mein Tipp für dieses Europa League Hinspiel lautet ein 2:1 Heimsieg für den VfB Stuttgart. Ich glaube, da Stuttgart zu Hause mit der Unterstützung der Fans genug Offensivpower hat, um Porto zu schlagen und sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Portugal zu sichern. Ja, liebe VfB-Fans, das war meine Stuttgart Europa League Prognose für das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Porto. Mich interessiert jetzt natürlich eure Meinung. Wie lautet euer Tipp für das Spiel und wie würde eure VfB-Startelf aussehen? Schreibt mir eure Prognose unbedingt unten in die Kommentare. Wenn dir meine VfB-Prognose gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert Werners Fußballecke und aktiviert die Glocke, damit ihr kein VfB-Video mehr verpasst. Also dann, Daumen drücken für einen VfB Stuttgart-Sieg gegen Porto. Bleibt sportlich und wir sehen uns beim nächsten Stuttgart-Video. Bis dann, tschüss.